Dabei will ich nichts anderes, als endlich ein normales Leben führen. Aber im Moment komme ich ja noch nicht mal an meiner eigenen Privatsekretärin vorbei, dem alten Wachhund. Es gibt geheime Wege, um unbemerkt an den Wachhunden vorbeizukommen. Ich freue mich, wenn ich euch was Gutes tun kann. Du bist einfach die Beste. Katja. Meinst du nicht, dass du mir eine Erklärung schuldig bist? Ich bin hier? Ja, nachdem du mir Tschüss gesagt hast und dich eigentlich aus Düsseldorf verabschiedet hast. Ich wollte ja wegfahren, aber ich konnte nicht. Musstest du arbeiten? Haben die Lokführer gestreikt? Ich musste dich wiedersehen. Das freut mich. Was ist denn? Ich habe Angst, Wovor? weil ich nicht weiß, wie es mit uns beiden weitergehen soll. Ich hatte eigentlich gedacht, Carla schafft es noch, aber anscheinend muss sie doch länger arbeiten. Ein Abendessen ohne unsere Familienlesbe, wie sollen wir denn das verkraften? Was ist denn eine Familienlesbe? Das willst du nicht wirklich wissen, mein Schatz. Ein Baum? Ja, kluges Kerlchen, komm. Iss dein Fleisch, damit du groß und stark bist, ja? Danke. Warum ist dein Fleisch auch geschnitten? Weißt du, Tante Sarah ist an der Hand operiert worden und vermutlich haben die Ärzte einen Fehler gemacht und ihre Hand muss für immer gelähmt bleiben. Es reicht. Deine Mutter hat nur einen Scherz gemacht. Tante Sarah muss ihren Verband nicht mehr lange tragen. Bald spielt sie uns wieder was auf dem Klavier vor. Wann ist eigentlich der große Tag? Morgen früh. Dr. Berg kommt und wenn alles gut geht, dann bin ich dann verbandlos und kann wieder loslegen. Denk dran, übertreib's nicht. Schließlich war deine Hand... Wochenlang ruhig gestellt. Und wird deshalb noch eine Weile brauchen, bis sie wieder voll einsatzfähig ist. Reha-Übungen, Ergotherapie, Geduld. Ich bin beeindruckt. Wer ist ja nicht der Arzt? Was machst du denn, wenn deine Hand nicht mehr wird? Sagte ich nicht gerade, ich brauche Geduld. Matthias. Sagen Sie nicht, Sie wollten gerade gehen. Gehen. Wer will gehen? Na, du bist mir ein feiner Babysitter. Pennst hier vor der Glotze ein und lässt die anderen für dich arbeiten. Kein Wunder, dass Natalie heimlich das Weite sucht. Nein, wirklich nicht. Ich wollte nur... Christina braucht mich nicht mehr. Sie schläft friedlich in ihrem Bettchen und das Fieber ist bereits auch gesunken. Sie sehen auch aus, als könnten Sie eine Mütze Schlaf gebrauchen. Oder fühlen Sie sich nicht gut? Ach was, alles in Ordnung. Ja, nicht, dass Sie sich angesteckt haben. Hatten Sie schon die Windpocken? Keine Ahnung. Wirklich, ich fühle mich gut. Also, ich glaub's ja nicht. Du machst einen schönen Ausflug nach München, kommst zurück und wunderst dich, dass wir hier alle auf dem Zahnfleisch gehen. Ja, Ihre Tochter kann einen wirklich ganz schön auf Trab halten. Ja, dabei hat sie mir versprochen, brav zu sein. Ich mache uns einen Kaffee. Das weckt die Lebensgeister. Danke, aber ich leg mich lieber zu Hause ins Bett. Schönen Abend. Ja, Moment, ich habe mich ja bei Ihnen noch nicht mal bedankt. Ach ja, ich erinnere mich. Du bist ja verlobt. Und auf dem Maskenball hast du mir gesagt, dass du heiraten willst. Das stimmt. Man hat dennoch nichts damit zu tun. Womit dann?
Was spielst du für ein Spiel? Hör auf, Gregor, ich spiele keine Spielchen mit dir. Sondern? Du verabschiedest dich von mir, schon zum 2. Mal, mit großen Worten. Und dann kommst du wieder und sagst, dass du es ohne mich nicht aushältst. Und ich darf nicht mal fragen, warum das so ist. Spürst du nicht, was ich für dich empfinde? Was empfindest du denn für mich? Ich will dich kennenlernen. Ich will Zeit mit dir verbringen. So viel wie möglich. Und ich will, dass du mich kennenlernst. Können wir nicht einfach abwarten, was daraus wird? Bitte. Dein Verlobter? Nein, das war er nicht. Aber ich muss trotzdem jetzt los. Bis morgen? Ich habe mich in dir getäuscht. Ich kann das nicht, dieses Hin und Her. Wenn du mir nicht sagst, wer du bist und was du von mir willst, hat das ja alles keinen Sinn. Wenn du mit mir am Hubschrauber arbeiten willst, sehr gerne. Aber mehr wird nicht aus uns. Hier bist du. Sag mal, wollen wir nicht langsam ins Bett? Geh schon mal vor, ich komm gleich. Am liebsten würdest du dich doch jetzt an den Flügel setzen und ein komplettes Konzert in die Tasten hauen, oder? Chopin, Schumann, Brahms. Ich wäre schon glücklich, wenn ich nur den Flohwalzer spielen könnte. Die Operation war zwar nur ein kleiner Schnitt, aber es dauert trotzdem seine Zeit, bis deine Hand wieder voll einsatzfähig ist. Ich weiß. Du hast meinen Vortrag heute Abend beim Essen gehört. Ja, allerdings, Frau Doktor. Und wenn die Operation schiefgelaufen ist? Lass dich von Tanja nicht verunsichern. Sie ist bloß ein mieses, kleines Biest, weiter nichts. Es geht mir doch gar nicht um Tanja. Du hast selbst gesagt, es besteht die Möglichkeit, dass ich meine Hand danach nie wieder richtig bewegen kann. Die Chancen stehen 1 zu 1000. Wahrscheinlich wird nicht mehr als eine winzig kleine Narbe übrig bleiben, die man kaum sieht. Das wollte ich hören. Ist aber trotzdem die Wahrheit. Außerdem ist Dr. Berg einer der besten Ärzte, die man sich wünschen kann. Ich brauche aber keinen Arzt. Ich brauche dich. Ich bin doch da. Warum hältst du mich dann nicht? Oh. Die Alte, die tickt doch nicht ganz sauber. Erst großer Abschied, dann großes Wiedersehen und dann ist er noch verlobt. Ich hab dir gleich gesagt, mit der stimmt was nicht. Ja, dein Bruder braucht für sowas immer ein bisschen länger, weißt du doch. Ja, das nächste Mal hörst du einfach sofort auf mich. Ja, du hast halt doch mehr Ahnung von Frauen als ich. Das hat nichts mit Frauen zu tun, sondern mit Selbsterhaltung. Ich bin Boxer. Ich weiß, wann man in die Defensive gehen muss. Sei froh, dass du das Kapitel früher beendet hast. Sonst hättest du nämlich eine blutige Nase geholt. Ist hart, aber vernünftig. Was ist das denn bitte für ein Schwachsinn? Ja, was sieht ja wohl ein Blinder, dass die Frau ihn nur verarscht. Ja, was meinst du, wie viele Leute mir damals gesagt haben, dass du mich nur verarscht? Hätte ich auf die gehört, wäre aus uns nie was geworden. Olli, das kann man nicht vergleichen. Und ob man das kann, komm mir bloß nicht mit der Vernunftsnummer. Weißt du, meine Vernunft hat mir damals dringend davon abgeraten, irgendwas mit dir anzufangen. Du warst durch und durch hetero, ich hatte nicht einen Hauch von einer Chance. Ja, und jetzt sind wir zusammen. Ja, weil ich dran geblieben bin. Aber mehr Unvernunft ging gar nicht. Ich brauchte halt ein bisschen Zeit. Ja. Und vielleicht braucht Katharina die jetzt auch. Mann, du hast nicht erlebt, wie fertig Gregor war, als Sarah ihn verlassen hat. Und ich will nicht, dass sowas noch mal passiert. Soll er ins Kloster gehen? Liebe ist immer auch Risiko. Die Hand ins Feuer zu halten, das grenzt an Selbstverstümmelung. Ja, Christian hat recht. Das Thema ist für mich durch. Endgültig. Bei allem Respekt. Ich war irritiert, Sie gestern nicht in Ihrem Zimmer vorzufinden. Wo mir Sarah von Lahnstein noch gesagt hat, Sie hätten sich hingelegt. Ich habe es mir anders überlegt. Und? Meinen Sie nicht, ich sollte darüber informiert sein? Ich konnte Sie den halben Tag lang nicht erreichen. Ich weiß, wann ich zurückgekommen bin. Ja, es war reichlich spät. Ich will gar nicht erst fragen, wo Sie gewesen sind. Das geht Sie ja auch nichts an.
solange ich meine Pflichten nicht vernachlässige. Und Sie können sich darauf verlassen, dass das in Zukunft auch nicht passieren wird. Daran habe ich auch keinen Zweifel. Und es steht mir auch nicht zu, mich einzumischen. Da haben Sie recht, das steht Ihnen tatsächlich nicht zu. Luise, Sie wissen nichts über diesen Mann. Er lebt in einer ganz anderen Welt. Sie machen sich angreifbar. Was, wenn er herausbekommt, dass Sie eine Prinzessin sind und daraus Kapital schlagen will? Er ahnt nicht, wer ich wirklich bin. Ist gestern was vorgefallen? Ich habe mich kurz in eine Träumerei verrannt. Für einen Moment glaubte ich tatsächlich, ich könnte einmal das tun, was ich wirklich will. Vergessen Sie es. Aber was Ihre Träume angeht, die kann Ihnen niemand nehmen. Wahrscheinlich haben Sie recht, Maria. Ja, bitte? Justus hat Bescheid gesagt. Kuno ist da. Er wartet unten im Messzimmer. Ich komme. Meinst du, es klappt? Ich bin so aufgeregt. Was ist, wenn er mir wieder eine Abfuhr erteilt? Das wird er nicht. Dafür werde ich sorgen. Sie entschuldigen mich. Du siehst grauenhaft aus. Mal wieder die ganze Nacht mit deinen Saufkumpanen unterwegs gewesen? Tanja, irgendwann erstickst du an deinem Gift. Da habe ich wohl ins Schwarze getroffen, was? Egal wie gut du triffst. Wenn du meine Gäste beleidigst, muss ich dich rauswerfen. Pass gut auf deine Wodka-Vorräte auf. Soll es doch anstrengend sein, so boshaft zu sein, oder? Natalie, nimm dir das jetzt bloß nicht zu Herzen. Ach was, ich bin nur müde. Ich hab die Nacht kaum geschlafen. Ja, so ging es mir nach meiner letzten Trennung auch. Immer die gleichen Gedanken. Aber das legt sich. Sei froh, dass du diese Verstrickungen mit Tanja und Ansgar endlich hinter dir hast. Das bin ich, glaub mir. Aber? Ich meine, das Loch, das du gerade in deinen Kaffee rührst, sieht nach einem Aber aus. Ich hoffe nur, ich bin nicht dabei, in die nächste Verstrickung hereinzuschlittern. Ich kann nicht. Ich kann meine Finger nicht abknicken. Es geht nicht. Ganz ruhig, Sarah. Das ist völlig normal. Schließlich war deine Hand jetzt wochenlang steif. Deine Finger müssen sich erst mal wieder an die Bewegung gewöhnen. Die Narbe ist nicht klein. Ganz und gar nicht. Was hat das zu bedeuten? Das ist wahrscheinlich bloß eine Störung der Wundheilung. Auf den ersten Blick würde ich sagen, rein oberflächlich. Kein Grund zur Beunruhigung. Wir machen ein paar Tests und dann sehen wir weiter. Seit New York habe ich wirklich große Fortschritte gemacht. Ich hänge mich voll rein bei Lady von Rath. Das Roastbeef war köstlich. Finden Sie nicht auch, Prinzessin Wallensteig? Ich muss natürlich noch sehr viel lernen, aber ich denke... Rebecca ist uns eine große Hilfe. Die Idee, unsere Kampagne mit Porträts bekannter Modemacher zu begleiten, war von ihr. Oh. Ja, irgendwas hat sich verändert. Na, vielleicht habe ich Ihr Durchhaltevermögen ja auch unterschätzt. Wir haben ja schließlich alle mal klein angefangen. Heißt das, Sie wären zu einem Interview bereit? Ich bin zu Tode interviewt worden, aber wenn es Ihnen weiterhilft, ja. Ihr Kleid ist hinreißend, Prinzessin. Obwohl leider nicht aus meinem Studio. Ab und an wage sogar ich, fremd zu gehen. Ja, von mir aus kann es gleich losgehen. Wenn Sie mich freundlicherweise in die Bibliothek begleiten würden. Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Oder besser gesagt, du hast es geschafft. 1000 Dank. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ohne dich hätte Kuno mich eiskalt abblitzen lassen. 100 Pro. Das war ich dir auch schuldig, nachdem ich den letzten Termin hab platzen lassen. Ach was. Jetzt starte ich so richtig durch. Das ist genau das, was Gregor zu mir meinte. Nicht aufgeben, sondern für seine Träume kämpfen. Sagt er das? Aber heute ist meine Pechsträhne vorbei. Erfolg macht sexy. Wenn es mit Gregor noch klappt,
Dann nur deinetwegen. Ich habe da noch gar nicht geklingelt. Intuition. Hallo. Und tschüss. Hallo. Gut geschlafen? Ich wollte nur kurz wissen, ob Sie noch Fragen zu der Übersetzung haben. Um ehrlich zu sein, ich habe noch gar nicht die Zeit gehabt, mir es anzuschauen. Aber bitte, kommen Sie rein. Christina freut sich bestimmt, Ihre Krankenschwester wiederzusehen. Geht's ihr besser? Dank Ihnen. Was halten Sie davon, wenn wir den Kaffee von gestern nachholen? Ich habe leider noch andere Termine. Entschuldigen Sie. Ich wollte Sie nicht überfallen. Rufen Sie mich an, falls es Unklarheiten gibt. In der Übersetzung, meine ich. Gut, bis dann. Oh, das tut mir leid. Ich habe die Prinzessin seit dem Brunch nicht mehr gesehen. Vermutlich ein Termin, den ich übersehen habe. Sobald die Ergebnisse der Nervenleitgeschwindigkeitsuntersuchung vorliegen, melde ich mich bei Ihnen. Diesen Ausdruck werde ich mir nie merken können. Vielen Dank. Danke, Werner. Na, froh, den Verband endlich los zu sein. Ja, das ist ein erster Schritt. Erster Schritt? Naja, die haben das leider nicht so gut verhalten, wie wir erhofft hatten. Die Ärzte können nicht zaubern. Es braucht einfach noch mehr Zeit. Ich hätte dir gewünscht, dass du es hinter dir hast. Aber es kommt doch alles in Ordnung, oder? Sicher. Leonard sagt ja die ganze Zeit, ich müsste mich einfach nur noch mehr gedulden. Ihr entschuldigt mich bitte. Ich würde gerne meinem Professor sagen, dass er noch ein bisschen auf mich warten muss. Gregor? Katharina, mit dir habe ich gar nicht mehr gerechnet. Soll ich wieder gehen? Ich weiß, du hast ein Recht, mehr über mich zu erfahren. Komm, lass stecken. Aber dir war das doch gestern so wichtig, dass wir noch reden. Wir müssen nicht reden. Es gibt hier noch genug zu tun. Wenn du meinst. Ja, die ganze Quatscherei, die wird eh überschätzt. Wie du meinst. Schön, dass du mich vertrittst, während ich in der Pfalz bin. Ist ja wohl das Mindeste. Ohne deinen Kredit würde ich immer noch Frust schieben. Und so macht das No Limits bei dem Schneiders Konkurrenz. Na, so weit kommt's noch. Ja, wart's ab. Du hast was angerichtet. Der hängt den ganzen Tag auf dem Baum und ich krieg ihn gar nicht mehr zu Gesicht. Oh, du Ärmster. Kann ich das irgendwie wieder gut machen? Ich bin nicht käuflich. Auch nicht mit einem leckeren Essen im Gourmet-Restaurant? Also ich bin schon käuflich. Ja, ich auch. Die Rechnung geht aufs Haus. Nein, eine freie Mitarbeit ist ganz in meinem Sinne. Das freut mich sehr. Bis dann. Kann ich zahlen? Ja, natürlich. Ein neuer Job?
Das hört die stille Teilhaberin von Brandnerbau aber gar nicht gern. Ich strecke nur meine Fühler aus. Und was sagen Arno und Matthias dazu? Muss ich die vorher fragen? Nein, natürlich nicht. Aber die beiden würden es sicher bedauern, dich zu verlieren. Darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Es wäre viel zu riskant, sich auf einen einzigen Auftraggeber festzulegen. Naja, ich hatte nur den Eindruck, dass bei euch alles bestens läuft. Auch persönlich. Charlie, ich muss aber auch geschäftlich denken. Alles andere wäre in diesen Zeiten ein zu hohes Risiko. Wo bleibst du? Der Antriebsstrang wartet. Tut mir leid, ich bin an den Plänen hängen geblieben. Vielleicht kann ich dir helfen. Ja, da bin ich ja gespannt. Ich habe nämlich keinen Plan, wie es weitergeht. Das ist ja das Schöne an der Mechanik. Wenn man ein Problem analysiert, findet sich meist eine Lösung. Ich glaube, dass wir ganz nah dran sind. Man darf die Dinge nicht so kompliziert sehen. Meist findet sich eine Lösung im Einfachen. Oder nicht? Ich kann das nicht, jedenfalls so kann ich das nicht. Habe ich was falsch gemacht? Nein, wie kommst du darauf? Du wolltest doch, dass wir es auf die Arbeit beschränken. Ja, aber ich kann einfach nicht so tun, als wären wir nur befreundet. Ich krieg's einfach nicht hin. Sarah? Sarah, ich hab dir was mitgebracht. Hey. Oh mein Gott, was ist denn passiert? Es ist vorbei. Ich werde nie wieder Klavier spielen können. Oh, komm schon. Du kriegst das wieder hin. Es ist vorbei. Tut mir leid. Ich mache wohl alles falsch. Dabei will ich nur, dass du glücklich bist. Glücklich. Ich wollte dir nicht wehtun. Ich brauche einfach Zeit. Zeit? Es war keine gute Idee, dass ich gekommen bin. Wahrscheinlich hast du recht. Ich pack meine Sachen und dann siehst du mich nie wieder.